Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, 23. Juli 1942. Ich bin hin und her gerissen. Schön war die Zeit zu Hause. Die Eltern, die Freunde, gemeinsame Stunden im Kreise der Lieben und auch die leckeren Sitzungen in der Gastwirtschaft waren schön. Das war eine gute und einprägsame Zeit. Man weiß, wofür man kämpft, und es bestärkt einen, den Kampf gegen den Bolschewismus weiterzuführen. Der Kampf für unser Volk, unser Land und unsere Familien. Unvorstellbar wäre es, wenn die braunen Horden unsere schöne Scholle überfluten würden und Menschen, die man liebt, unter der Knute von solchen Politkommissaren als Arbeitssklaven leben müssten. Aber der Preis ist hoch. Wir dienen mit Blut und Eisen. Und es wurde schon viel Blut vergossen. Auf beiden Seiten. Aber es muss irgendwann Schluss sein. Der Russe muss aufgeben, nach diesen verheerenden Verlusten an seinen Fronten. So viel Land hat er verloren. Schon Hunderttausende Tote und nochmal so viel Gefangene. Zerstörtes Material überall. Und immer wieder kommen scheinbar neue Fahrzeuge und Panzer aus unsichtbaren Fabriken am Ural an die Front. Das zähe Ringen endet hoffentlich bald. Die Sommeroffensive scheint gut voranzugehen und wir rücken überall vor. Nun muss ich wieder nach vorne schauen. Meine Kameraden warten sicherlich schon auf mich und eine innere Vorfreude macht sich in mir breit. Aber was erwartet mich? Wer ist noch da? Und wer ist fürs Vaterland gefallen? Was macht Isolde? Haben wir jetzt endlich die langen Kanonen für unsere Panzer IV bekommen? Und nicht so wie damals nur als Feldversuch. Viele Fragen, die mich beschäftigen. Aber nun muss ich wieder funktionieren. Mein Mann stehen. An der Seite meiner Kameraden gegen den Russen stehen. Stunde um Stunde geht es mit dem Zug durch die deutschen Lande. Schön ist es und alles leuchtet in sommerlicher Pracht. Die Felder stehen gut unter den Händen der treuen Landwirte und ringen dem Boden das Beste ab, was er zu bieten hat. Die Wälder mit ihren Blätterdächern recken sich nach der Sonne und sind in der Weite kaum überschaubar. Vorbei an großen Seen und kleinen Erhebungen geht es Richtung Osten. Die alte Reichsgrenze wird überschritten und nun weiter, immer weiter über das Land, das wir dem Stalin abgerungen haben. Über Gommel und Bialystok ging es Richtung Charkow. Als ich dort ankam, herrschte ein reges Treiben in der Stadt. Hauptsächlich der Nachschub wurde hier für die laufende Offensive in alle Richtungen der Front weitergeschoben. Es ging scheinbar alles Richtung Süden. Mir wurde geraten, einen Transportzug zu finden, der Richtung Stalingrad fährt. Mein Regiment legte kämpfend enorme Strecken zurück und es wurde ein Glücksspiel, den Stab zu finden. Dann, in der Nähe von Nikolajewka, wurde ich dann durch Zufall auf einen Transportzug aufmerksam, der beschädigte Panzer transportierte. Ein paar Panzersoldaten waren zu sehen und ich erkundigte mich nach meinem Regiment. Noch 80 Kilometer Richtung Süden auf der Rollbahn. Dort sollte ich meine Einheit finden. Mit einem LKW auf staubigen Straßen kam ich dann endlich an mein Ziel. Alles in allem dauerte es 3 Tage, bis ich wieder bei meiner Truppe war. Schnell wurde ich in dem kleinen Ort fündig, da mir der Gefreite Schmidt über den Weg lief. Es war ein freudiges Wiedersehen und schon ging es zur Schreibstube. Wir hatten uns einiges zu erzählen und er wollte alles über die Heimat wissen. Natürlich wollte er auch genau erklärt haben, wie es im Lazarett war und ob ich wieder voll einsatzfähig wäre. Beim Spieß meldete ich mich, wie es sich gehörte, und dass ich mich jetzt schon auf meine Besatzung freuen würde. Das Regiment war relativ geschlossen im Einsatz und konnte enorme Erfolge erzielen. Gerade erst wurde bei einem Vorstoß 9 Lokomotiven und ein Güterzug voller Getreide erbeutet.
Das ist bei den schnellen Vorstößen immer der Lohn des Risikos. Meine Isolde war noch unterwegs und ich sollte so lange bei der Instandsetzung aushelfen. Die Quartiere waren soweit in Ordnung und man konnte sich nicht beklagen. Mein rechtes Bein machte noch ein paar Zicken, aber langsam wurde es wieder. Panzer zu reparieren gab einem die Gelegenheit, viel über die Technik zu lernen. Wer weiß, möglicherweise kann einem das mal nützlich sein. Wir hatten einen Panzer III zu reparieren, der durch Panzerbüchsenbeschuss in den Turm den Kommandanten verletzt und den Richtschützen getötet hatte. Die Banausen legen sich auf die Lauer und warten, bis man vorbei ist. Dann werden 3 bis 4 Schuss in die Seite des Panzers gejagt und dann türmt die Saubande. Die Geschosse gehen nicht immer durch, aber wenn, naja. Wir reparierten den Turm und ersetzten die defekten Teile aus einem anderen Schadpanzer, der zurück nach Deutschland gehen sollte. Nach 2 Tagen war Isolde noch immer nicht aus dem Feld zurück und ich wurde langsam nervös. Ich sagte Schmidt Bescheid, er solle mich ruhig auf die Ersatzliste setzen. Ich wollte wieder raus. Ich war nun mal Richtschütze und kein Mechaniker. Gleich am nächsten Morgen wurde ich auf einem Panzer III eingeteilt, um einen Vorstoß in einen ungesicherten Bereich zu machen. Hier waren nur wenige Infanteriekräfte zur Frontsicherung eingeteilt, um die Flankenbedrohung von Nordosten abzuwenden. Da die Frontlinie zu dünn war, kam der Russe immer mal wieder mit seinen leichten Panzerspähwagen durch. Nach der Beschreibung waren es wohl BA-10-Fahrzeuge mit einer 45 mm Kanone. Die waren schnell und wendig und für die Infanterie immer ein Ärgernis. Also wurden 3 Panzer III zur Kampfgruppe zusammengestellt und wir machten uns auf in die Richtung der Frontlinie. Mittlerweile war es ja die Kalmückensteppe, in der wir uns bewegten. Noch flaches Land und mit den Panzern kam man gut voran. In einer Marschpause erklärte uns unser Kampfgruppenkommandeur, was er vorhatte. Er wollte einen Hinterhalt legen und einen defekten Panzer als Beute nutzen. Gesagt, getan. Am Abend hatten wir eine gute Stelle gefunden, die für den Russen gut einsehbar war. Wir stellten einen Panzer auf und einen LKW dazu. Es sollte so aussehen, als ob der Panzer defekt wäre und der Werkstattzug den abschleppen wollte. Hinter dem Panzer waren Gräben für die LKW-Besatzung angelegt, damit die sich in Deckung werfen konnten, sollte ein Angriff passieren. Wir anderen hatten unsere Panzer gut getarnt, in kleinen Bodensenken hinter Strauchwerk versteckt, was sich bei der wenigen Vegetation als nicht so einfach erwies. Es dauerte bis zum Mittag, da waren schon die Aufklärer der Russen über uns. Hoffentlich kommt keine Artillerie, sonst ist der Ofen aus. Aber erstmal abwarten. Gegen 15 Uhr sahen wir sie kommen. 3 BAs, die in schneller Fahrt auf unseren Schadpanzer zurasten. Die vorgeschobenen Infanteristen in ihren Schützenlöchern eröffneten das Feuer, aber die schnellen Russenpanzer ließen sich davon nicht beeindrucken. Nun ging alles ganz schnell. Feindliche Infanterie erschien auf dem Gefechtsfeld und stieß in unsere Abwehrstellung hinein. Noch merkten die Russen nicht, was los war. Erst als der erste Wagen in einem Feuerball auseinanderplatzte. Die Besatzung vom Schadpanzer feuerte in die Reihen der anrückenden Russen und die 5 cm Sprenggranaten schlugen blutige Furchen in die Angreifer. Nun fuhren wir an und brachen aus der Deckung heraus. Mittlerweile fuhren schon 5 BAs wie der Teufel über den harten Steppenboden und versuchten ihrerseits den LKW und den Panzer zu erreichen. Der LKW wurde von MG-Feuer durchsiebt. Unsere Männer lagen sicher hinter dem Panzer im Deckungsloch. Wir feuerten auf die Feindwagen und trafen. Unsere Bug-MGs schossen auf die Reifen und die 5 cm hielt dazwischen. Erst Lahmschießen und dann Vernichtungsfeuer. Nun merkten die Russen, was gespielt wurde. 3 Russenpanzerwagen lagen schon brennend auf dem Schlachtfeld. Einer versuchte mit beschädigten Reifen zu drehen, aber wurde dann endlich getroffen und blieb stehen. Die Russen sprangen heraus, aber kamen nicht weit. In den MG-Gaben unserer Infanterie wurden die Männer durchlöchert und starben. Ein Fahrzeug war noch intakt und fuhr wie der Teufel zurück zu den eigenen Linien. Wir stoppten und schossen, aber der war einfach zu wendig und wir erwischten den nicht.
Im Kreuzfeuer unserer Schützenlöcher brachen auch die zurückflutenden Russen Horden zusammen. Der letzte Wagen fuhr in Schlangenlinie zurück, um nicht getroffen zu werden. Ich zielte und ich nahm mir Zeit, den Wagen doch noch abzuschießen. Nur ein Wimpernschlag vor dem Abschuss bäumte sich der BA auf und überschlug sich. Na gut, erledigt, dachte ich, und wir fuhren weiter bis zu unserem Schadpanzer. Hier war soweit alles in Ordnung. 2 Soldaten verletzt, aber nichts Ernstes. Weiter ging es zu unseren Schützenlöchern. Hier hatten wir pro Deckungsloch 3 Mann eingesetzt. Nun wurde mir auch klar, was den letzten Panzerspähwagen gestoppt hat. Er war in voller Fahrt in das Deckungsloch gefahren und hatte alle 3 Mann da drin getötet. Dadurch kam auch der Überschlag zustande und nur einer der Russen hat den Unfall überlebt. Verdammt nochmal, was für ein Pech. Nun denn, über 40 tote Russen und 5 BAs ausgeschaltet. Damit war hier erstmal Ruhe und wir konnten den Frontabschnitt wieder verlassen. Am nächsten Tag fuhren wir zurück zum Regiment. Als wir ankamen, standen schon einige Panzer IV Lang und auch unsere Isolde beim Regimentsstab herum. Später fand ich auch unseren Funker Peter und ich freute mich, wieder ein bekanntes Gesicht gefunden zu haben. Der Abend war feuchtfröhlich und wir gönnten uns ein Gläschen Wein auf das Wiedersehen.